Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Jojo und heute präsentiere ich euch einen Campingstuhl, der nicht nur klein und leicht ist, sondern auch super bequem. Und welcher das ist, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Ganz zu Anfang noch kurz der Werbehinweis quasi. Das hier ist eine unbezahlte Werbung. Ich habe mir diesen Stuhl selbst gekauft und bin aber überzeugt davon, weswegen ich anderen Menschen meine Meinung dazu weitergeben möchte. Und ja, das hier ist dieses Video enthält keine bezahlte Werbung. Ich markiere es trotzdem als Produktplatzierung, damit ich keine Probleme bekomme damit. Also viel Spaß! Das hier ist das gute Stück, und zwar ist das der Chair One von Helinox und der wiegt gerade mal 960 Gramm zusammen mit diesem Beutel hier in der Verpackung, und ohne diese Verpackung wiegt er sogar nur 890 Gramm. Genau. Dieses kleine Packmaß macht ihn natürlich super attraktiv für alle Wanderer, für Radreisende oder auch auf dem Campingplatz natürlich, weil er nämlich trotz dieser kleinen Größe super bequem ist. Und natürlich auch im Auto oder im Van findet er ganz problemlos Platz, vor allem auch bei Reisemobilen, wo man auf die Zuladung achten muss. Ne? Ausgebaute Vans bringen ja dann doch schon einiges an Gewicht mit, und wenn man einfach nicht diese riesengroßen, sehr schweren Campingstühle mitnehmen möchte, ist der Helinox auf jeden Fall eine super Alternative. An dem Packbeutel sind 2 Laschen befestigt. Damit kann man den Stuhl auch gut von außen irgendwie am Rucksack befestigen. Oder bei mir passt er tatsächlich auch ganz gut an die Seite des Rucksacks, noch in das Trinkflaschenfach des Rucksacks quasi mit rein. Und noch mit einem der Volumenriemen vom Rucksack kann man den dann noch befestigen, sodass nichts schlackert beim Laufen. Und so passt er tatsächlich auch ins Wandergepäck. Es gibt auch hier unten am Beutel noch weitere Laschen, also man kann ihn wirklich überall mit Karabinern befestigen, wenn es sein muss. Ein Reißverschluss einmal rundherum gibt dann Preis auf das Herzstück, gibt dann das Herzstück Preis quasi, nämlich das Gestänge. Tatsächlich ist das super einfach. Theoretisch baut er sich sogar fast von alleine auf. Man muss alle Stangen schön in dieses Plastikteil reinstecken. Und man sollte auch kontrollieren, dass die langen Stangen vernünftig ineinander geschoben sind und dass sie halt einfach richtig in diesem Plastiksockel drin sitzen, damit die Stabilität eben gegeben ist. So, und hiermit haben wir jetzt quasi das Grundgerüst schon fertig. Das Gestänge ist ein super stabiles DAC-Alu-Gestänge, und das findet man auch bei vielen hochwertigen Zeltgestängen, weil es eben dafür bekannt ist, super stabil zu sein. Hier sieht man es nochmal, das DAC-Gestänge, genau. Oh, ich habe dreckige Finger, ich bin im Wald. Und auch dieses Gelenk hier ganz in der Mitte, das ist ein super stabiles Plastik, auch von DAC und dementsprechend sehr stabil. Dieser Stuhl hält sogar bis zu 140 Kilo stand. So, das wäre einmal das Grundgerüst. Und dann haben wir noch die Sitzfläche. Und damit der Stuhl diese 140 Kilo auch aushalten kann, bedarf es nicht nur eines stabilen Alu-Gestänges, sondern auch eines stabilen Materials, was diese Sitzfläche angeht. Die Ecken, wo die Stangen gleich reinkommen, die sind richtig stabil vernäht, und da geht so schnell nichts kaputt. Die ganze Ecke ist super schön verstärkt, und ja, da passiert nichts. Und auch die Rückseite, da wo man dann ja mit dem Rücken dran sitzt, ist schön gepolstert, sodass einem die Stange nicht fies in den Rücken drückt.
Die Nähte sind auch alle super schön stabil. Das ist ein Polyamid-Material, was halt sehr, sehr stabil ist. Und das Meshgewebe ist schön atmungsaktiv, sodass man im Sommer nicht so sehr am Stuhl dran kleben bleibt, wenn es dann doch sehr heiß ist und man schwitzt. So, und jetzt wird die Sitzfläche einfach auf das Gestänge gesetzt quasi. Dafür müssen die oberen Stangen in die Taschen hier gesteckt werden. Und dann haben wir hier unseren fertigen Stuhl. Man sieht vielleicht auch schon anhand der Tatsache, dass ich den hier so locker flockig umherwirbeln kann, dass er einfach wirklich sehr leicht ist. Und das Schöne an dem Helinox ist einfach, dass man tatsächlich sehr bequem hier drin sitzen kann, obwohl er so klein und leicht ist. Es gibt noch diverse Accessories, die man sich für diesen Stuhl noch dazu kaufen kann. Zum Beispiel gibt es einen Getränkehalter, den man unten ins Gestänge einklemmen kann. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich nötig ist, weil der Boden ist ja jetzt auch nicht so weit weg. Man könnte sein Getränk tatsächlich auch einfach auf den Boden stellen. Aber manche Leute wollen das vielleicht auch nicht. Und für die ist dann so ein Flaschenhalter vielleicht auch interessant. Welches Produkt ich tatsächlich noch überlege, mir zuzulegen für den Winter, ist der Seat Warmer. Und zwar ist das ein Überzieher für diese Sitzfläche, der einfach noch mal ein bisschen die Kälte abhalten soll. Für Leute, die gerne am Strand sind, gibt es noch so eine Art, wie nennt sich das? Ground Sheet heißt das. Und zwar ist das ein Netz, was man unten an die Beine ranklemmen kann, damit man einfach nicht in den weichen Sandboden einsinkt. Es gibt den Helinox auch noch mit einer etwas höheren Lehne. Der nennt sich dann Sunset Chair, Sunset Chair. Ich schreibe es nochmal mit rein. Es gibt dann auch noch so Sachen wie ein Sonnendach, was man sich damit reinstecken kann. Und allerhand an Zubehör tatsächlich inzwischen schon. Es gibt den Stuhl auch in sämtlichen verschiedenen Ausführungen, sogar als Schaukelstuhl-Variante, wobei ich das schon ein bisschen witzig finde, muss ich sagen. Naja, und ich denke, dass da jeder das richtige Modell für sich auch finden kann. Und verschiedene Farben gibt es da auch. Ich habe mich für den Kauf von so einem Helinox-Stuhl entschieden, nachdem ich einmal diese riesengroßen, zusammenfaltbaren Campingstühle mit in den Steinbruch geschleppt habe. Und zwar bin ich auch gerne mal kletternderweise unterwegs und an einem langen Klettertag im Steinbruch macht man natürlich auch zwischendurch mal Pause. Und um nicht auf der nassen Wiese zu sitzen oder um einfach bequemer sitzen zu können, etwas höher als auf dem Boden, haben wir eben diese Campingstühle gehabt. Und die waren aber so extrem schwer und unhandlich zu transportieren, dass ich gesagt habe, ne, das tue ich mir kein zweites Mal an. Jetzt kommt der Helinox. Und seitdem ist er immer mit dabei. Wir haben ihn halt auch im Auto. Wenn wir irgendwo übernachten, im Sommer noch draußen sitzen, dann ist das eine ganz tolle Sache. Gibt es Nachteile bei diesem Stuhl? Jein. Also was heißt Nachteil? Man sitzt natürlich relativ niedrig und da muss man für sich selber entscheiden, ob das okay ist. Etwas ältere Menschen haben vielleicht schon Probleme mit den Knien und möchten nicht mehr von so weit unten aufstehen müssen. Für die ist es dann wahrscheinlich etwas schwieriger. Aber jeder Mensch, der ganz gesunde Knie hat und noch gut hochkommt, der hat eigentlich keine Probleme damit. Ein zweiter Nachteil, dadurch, dass man so niedrig sitzt, kriegt natürlich auch die Kälte halt recht zügig nach oben und man kriegt schneller mal den kalten Po, wenn es abends kühl wird. Und da behelfe ich mir eigentlich damit, dass ich mein Sitzkissen unten noch mal reinlege, bevor ich mich in den Stuhl reinsetze und dann kriege ich auch keinen kalten Po mehr. Abbau von dem Stuhl ist tatsächlich auch sehr einfach. Im Prinzip macht man das Ganze einfach nur rückwärts. Man zieht als erstes die Gestänge raus aus diesen Taschen. Dann rolle ich das bloß einmal ganz grob zusammen. Das braucht jetzt auch keine bestimmte Reihenfolge sein, wie man den nun wirklich zusammenrollt oder faltet. Ich mache es immer einfach irgendwie.
Wenn der Stuhl mal so richtig dreckig geworden ist oder auch nur so ein bisschen dreckig, wie man es jetzt hier sieht, dann ist es kein Thema. Man kann den ganz einfach in der Dusche abspülen. So, und dann fange ich einfach an und ziehe mir die Beinchen raus. So, also schön handlich. Und das Ganze kommt dann einfach wieder zurück in die Tasche. Und da ist er wieder verpackt. Also es ist auch keine Mogelpackung, sage ich mal, so, wo man ewig fummeln muss, damit das Teil wieder in seine Umverpackung reinpasst. Das ist wirklich sehr einfach wieder einzupacken. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn dem so ist, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn noch Fragen offen sind, dann schreib sie mir gerne, dann gehe ich dann nochmal drauf ein. Abonniere auch ruhig gerne den Kanal, denn das kostet dich gar nichts und mich würde das aber sehr unterstützen. Dann würdest du kein neues Video verpassen. Du darfst auch die Glocke aktivieren, dann kriegst du eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video online ist. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Heute ist Herrentag, heute ist es wieder voll im Wald. Nee, wie heißt das? Männertag. Also eigentlich heißt es ja, wie heißt das überhaupt? Himmelfahrt? Ist das Himmelfahrt? Ja. Oder? Jedenfalls ist der Wald ziemlich voll heute. Ich warte mal, bis diese lauten Leute an mir vorbeigelaufen sind.